Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella de Fee, hier beim Malen mit Kerstin und einem Technik-Video Herbst. Wir möchten heute zusammen gerne das Thema Nadelbäume, Berge und Wasserspiegelung behandeln. Hier jetzt zu Beginn zeige ich euch die Farben noch einmal. Ich habe das letztes Mal schon gemacht, so ähnlich. Also wir haben 3 Primärfarben, Gelb, Rot, Blau und davon immer eine kühle und eine warme Ausgabe. Ich habe jetzt zuerst die kühle, das Zitronengelb gemalt, dann die warme, das goldene Gelb. Jetzt kommt noch ein warmes Rot dazu, das Zinnoberrot, und ein kaltes Rot, das Alizarin-Karmesin. Und anschließend malen wir ein Ultramarinblau, das ist das warme Blau. Zuletzt ein Preußischblau. Für Preußischblau verwende ich gerne ein Heliocyanin-Blau. Also kalt, warm, warm, kalt, warm, kalt. Wenn man das jetzt in der Reihenfolge hier so sieht. Die warmen Farben kommen auf uns zu, die kalten Farben gehen von uns weg in der Wirkung im Bild. Zum Beispiel das Zinnoberrot ist eine Farbe, welche uns anspringt in einem Bild. Also das kommt wirklich auf uns zu, intensiv. Wohingegen das Heliocyanin-Blau ganz von uns weggeht. Auch ein Zitronengelb, das strahlt, das leuchtet, das ist wie Licht, aber es geht weg. Man kann es im Hintergrund gut verwenden, weil es ist weit weg, nicht ganz nah bei uns. Nun werde ich euch noch ein paar Mischungen zeigen, sozusagen die Komplementärmischungen von diesen 6 Primärfarben. Sekundär, komplementär. Das Rot hat ein Grün als Komplementärfarbe, das Gelb ein Violett und das Blau ein Orange. Und diese jeweils kann man wieder mischen aus eben diesen Grundfarben. Ja, im Farbkreis stehen die Komplementärfarben den Primärfarben gegenüber. Und in einem Bild, wenn man in einem Bild wirklich auch diese beiden Komplementärfarben verwendet, bekommt man eine große Kraft im Bild. Eine Gewitterstimmung mit violetten Wolken und diesem gelben Licht. Ja, das hat Energie. Und so kann man einfach diese Primärfarben kombiniert mit den Sekundärfarben verwenden. Nun möchte ich euch diese Mischungen noch zeigen. Ich nehme hier jetzt ein Alizarin-Karmesin und mische ein Ultramarinblau dazu. Das gibt ein wunderschönes Violett. Das Violett steht komplementär zum Gelb aus Karminrot und Ultramarinblau. Ein goldenes Gelb mit einem Zinnoberrot, da bekomme ich die zweite Komplementärfarbe. Die zweite Sekundärfarbe. Das ergibt ein wunderschönes Orange. Das Orange steht im Farbkreis dem Blau gegenüber. Nun nehme ich ein Zitronengelb und mische ein Heliocyanin-Blau bzw. Preußischblau hinein. Da bekomme ich ein wunderschönes, saftiges, klares Frühlingsgrün. Das Grün steht dem Rot gegenüber. Wenn ich in ein Grün, ein Zinnober hineinmische, bekomme ich ein Braun, eine recht schmutzige braune Farbe. Ich kann auch noch eine weitere Braunnuance mischen. Ich kann zum Beispiel in dieses Violett ein goldenes Gelb hineingeben. Auch so bekomme ich ein Braun, einen Braunklang. Gelber, rötlicher, je nachdem, welche Farben ich mische, welche Farbe ich dazugebe, mehr Gelb oder mehr Rot, geht auch das Braun in die eine oder andere Farbnuance über. Ja, so kann man mit diesen 6 wunderschönen Grundfarben einfach sehr, sehr viel selber mischen.
Man braucht eigentlich gar nicht so viel. Ich habe in meiner Palette noch zusätzlich ein Kobalttürkis und ein Peines Graubläulich. Das sind die beiden Farben, die ich sehr, sehr gerne auch noch dabei habe und die nicht so leicht zu mischen sind. Dann habt ihr hier noch ein Lavender. Auch das mag ich, gerade in provenzalischen Sommerbildern. Ja, könnte man auch mischen, hat aber ein bisschen einen Weißanteil dabei und ist deswegen zum Mischen nicht ganz einfach. Nun möchte ich mit euch starten. Wir grundieren unser Blatt mit Wasser, mit reinem Wasser. Den Elastip, mit dem ich hier die ganze Zeit male, findet ihr in meinem Shop unter www.elladefee.com. Von oben und unten in die feuchte Unterlage hinein gebe ich ein Heliocylinblau, gefolgt von einem Kobalttürkis und hier jetzt ein Cadmium-Orange hell. Das Orange verblende ich gegen oben und unten mit dem Blau. In die Mitte gebe ich ein Zitronengelb und mische ein Kobalttürkis und ein Heliocylinblau hinein für ein saftiges Grün. Den Himmelbereich dunkle ich noch ein bisschen ab. Nun lasse ich das Ganze trocknen. Die nächste Mischung hier mit Ultramarinblau und einem goldenen Gelb, gefolgt von einem Zinnoberrot, um ein bisschen braune, bergige Farbe zu bekommen. Ich lege hier ein Blatt hin, dann seht ihr, dass in diesem oberen Bereich wie gesagt, diese Berge entstehen und ich verwende dafür einen Maestro Nummer 3 von Da Vinci und ich nenne das in vielen meiner Videos auch den mittleren Detailpinsel. Und so habe ich ganz schnell Berge an den Horizont gezaubert. Einfach gezackte Berge. Mit dem Elastip kann ich das Ganze nach unten hin verblenden, ins Gelb hinein. Dann habe ich dort wie so eine Nebelbank auch noch zusätzlich. Mit einem Ultramarinblau, nicht zu dunkel, kann ich jetzt die schattige Seite meines Berges abdunkeln. So wird der Berg dreidimensional. Ich schaue, dass ich es immer gerade nach unten und den Seiten hin verblende, sodass dass es nicht dann letztendlich zu spät ist für dieses Verblenden. Ihr könnt auch manchmal ein bisschen dunklere Farbe noch dazu nehmen. Hier scheint gerade noch auf, dass der Link zu meinem Buch Traumlandschaften in Aquarell, den findet ihr auch auf meiner Homepage oder unten in der Box. Nun geht es weiter mit meinem Bild, also mit Ultramarinblau, die schattige Seite abdunkeln und immer sofort verblenden. Anschließend lassen wir es trocknen und können noch einmal drüber gehen, um wirklich einzelne Stellen ganz dunkel werden zu lassen und um auf der rechten Seite teilweise schattige Felsen hineinzugeben, dass auch die rechte Seite gestaltet ist, nuanciert, feiner strukturiert. Und ihr seht, es gibt jetzt wirklich sehr schattige Bergtäler, schroffe Felsen, die weit abfallen und so weiter. Nachdem ihr es wieder trocknen habt lassen, gehen wir zu unserer nächsten Geschichte über. Wir nehmen ein Zitronengelb und ein Heliocylinblau. Hineinmischen wir ein Peines Graubläulich, weil wir brauchen ein sehr dunkles Grün. Ich möchte auf der rechten Seite einen waldigen Hügel malen. Und ja, das geht mit dem Elastip ganz leicht, das habt ihr jetzt gerade gesehen. Da könnt ihr man kann einfach den Hügel malen, nach oben stippeln und die feinen Härchen des Elastips machen das ganz von alleine, dass es ausschaut, als würde der Wald stehen. Ich habe jetzt ein bisschen mit meinem sauberen Taschentuch die Farbe von unten wieder weggetupft. Lasst es gegen unten hin schön verblenden, auslaufen, weil dann können wir nachher hier eine kleine Nebellandschaft bauen, mehr oder weniger. Ja, weiter im Vordergrund hätte ich gerne Bäume, und zwar Nadelbäume, goldene Nadelbäume
Föhren, Lerchen, und dass die schön golden daherkommen, muss ich es zuerst ein bisschen auswaschen, um dann mit dem Elastip vertikal gehalten hinein zu tupfen und zu stricheln, auch anschließend dann noch mit dem Grün, um einen Lerchen-Föhrenwald da anzudeuten. Dahinter seht ihr jetzt dieses neblige, dunstige, was ich euch versprochen habe, und davor stehen weiter in der Nähe bei uns die Föhren, Lerchen. Ich durfte früher ganz oft im Herbst im Engadin Urlaub machen. Das Engadin liegt in der Schweiz und hat ganz viele Lärchenwälder. Und im Herbst ist es dort sehr herrlich. Es ist alles wirklich richtig golden. Und ganz oft hat man dieses Bild Berge, Hügel, blauer See und diese goldenen Bäume, die sich im See spiegeln. Also das ist so ein bisschen ein Sehnsuchtsort von mir, das Engadin im Herbst. Ja, dass diese Föhren und Lerchen eben wirklich golden gelb vor dem Hintergrund stehen, muss ich hier jetzt von den Bergen, von diesen schönen Bergen wieder ein bisschen etwas wegschrubben mit meinem Schrubberpinsel, dass sie wirklich gelb daherkommen, golden. Jetzt könnt ihr denken, ja, warum malen wir denn zuvor diese Berge? Ja, diese Technik, die ich euch hier anbiete, ist eben eine, wo man nicht vorher zeichnen muss, sondern wo man einfach aus der Farbe heraus arbeitet, aus der Fläche heraus. Was auch bedeutet, dass man manchmal etwas, was man vielleicht auch schon ein bisschen schön findet, wieder wegnehmen muss, es etwas anderem weichen muss, etwas, was mehr in den Vordergrund kommt. Ja, wie gesagt, den Elastip findet ihr in meinem Shop unter www.elladefee.com. Ich habe jetzt mit dem Braunklang, den ich mir gemischt habe, Stämme ins Bild gezogen, auf diesen Hügel Uferzunge, und habe mit dem Elastip von oben mit Cadmium Orange Hell gemischt mit Zinnoberrot habe ich Lerchen ins Bild gestrichelt. Immer im rechten Winkel zum Blatt halten den Elastip und nach rechts und links kleine Bogal malen. Von unten kann man dann einfach sehr schnell und sehr salopp weitere Stämme ins Bild ziehen, so hat man ganz schnell einen Lärchenwald. Mit der Holzfarbe der Stämme muss man anschließend noch ein bisschen auch ins Gelb hineintupfen, dass sich einfach diese beiden Farben gut verbinden und man das Gefühl hat, man kann Äste und Stämme hindurchschimmern sehen. Auch nach unten hin verwende ich diese Farbe und verblende das Ganze in meine Zungen hinein. Dann lasse ich es trocknen, um mit demselben Braun einfach ein bisschen abgedunkelt auf der vorderen Landzunge auch noch einmal Bäume zu malen. Ich habe mit einem Titangelb diesen Bäumen Nadeln getupft, sodass sie wirklich im Vordergrund sind. Unten habe ich das Ufer mit einer Plastikkarte noch im nassen Zustand ein bisschen angeraut und Steine hineingekratzt. Ich verlinke euch oben rechts ein Video, wo ich das ganz genau zeige, diese Technik. Ja, nun sieht man schon sehr viel, es ist schon sehr viel passiert. Jetzt feuchten wir dann das Wasser an, um die Spiegelungen hineinzuziehen. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt die Farben gemischt, alle drei, gelb, grün, braun, und mit einem breiten Flachpinsel mit sehr weichem Haar habe ich den vorderen Seebereich, Wasserbereich jetzt angefeuchtet, um mit dem Elastip vertikal zu mir her, unbedingt komplett vertikal, die Spiegelungen hineinzuziehen. Dunkelgrün beim Hügel, beim dunklen Hügel, gelb-golden dort, wo Lerchen stehen, braun für das Ufer und so weiter. Also ihr seht, ich ziehe wirklich hier meine Spiegelungen hinein und sobald ich das mache, wird Wasser auch zu Wasser. Hier im hinteren Bereich muss ich manchmal auch ein bisschen horizontal ziehen, aber bitte immer wirklich in diesem rechten Winkel, entweder vertikal oder im rechten Winkel, ganz horizontal zum vorherigen Strich. Ihr seht, ich ziehe hier jetzt auch noch die Stämme in die Spiegelung hinein und hinten muss ich ein bisschen verblenden, verwischen, das hat mir nicht gefallen. Jetzt ist es in Ordnung,
Man sieht ein bisschen Landzunge und eben, wie gesagt, diesen goldgrünen Wald. Auch hier vorne unten muss ich ein bisschen verblenden. Da hat es Trocknungsflecken gegeben, aber das macht nichts, weil ich es gut verblenden kann. Dann nehme ich die vordersten Härchen des Elastips, tupfe sie ins klare Wasser und ziehe sie quer zu meiner Wasseroberfläche. Ihr seht, es hat helle, verwaschene Stellen gegeben und das Wasser wird erst so wirklich zu Wasser. Nun kann ich mit dem Schoberpinsel noch einzelne Auswaschungen vornehmen, sodass ich wirklich noch Glanzpunkte hineinbekomme in mein Wasser und es noch mehr zur Feuchtigkeit wird. Je mehr es glitzert, glänzt und leuchtet und schimmert im Licht, desto mehr ist es Wasser. Und das nehme ich jetzt hier vor, das mache ich hier jetzt, um einfach richtig ein schönes Wasser zu bekommen. Ja, wenn wir soweit sind, ihr seht hinten unterhalb von den Bergen, da steigt wirklich dichter Nebel auf. Auch rechts vor dem Hügel ist es noch ein bisschen dunstig, diesig und vorne ist es ein wunderschöner, klarer Herbsttag. Von hinten mit einem Blackbird ziehe ich noch Vögel ins Bild, so habe ich noch ein bisschen mehr Perspektive und so diesen Weg, diese Bewegung irgendwo hin. Also der Blick, den zieht es wohin, nämlich dahinter die Berge. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf viele weitere Videos mit euch. Ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Zeit und wenn euch das Malen mit mir gefallen hat, lasst doch ein Abo da und einen Daumen nach oben. So könnt ihr mich weiterhin unterstützen. Herzlichen Dank und alles Gute. Tschüss.